Wow, Tom, hier ist ja richtig viel los. So viele Menschen und so viele Lichter überall. Ja, es sieht wirklich wunderschön aus. Ich mag den großen Eingangsbogen. Er leuchtet so warm und einladend. Stimmt. Und hörst du das? Irgendwo spielt eine kleine Band Weihnachtslieder. Das macht sofort gute Stimmung. Ja, das klingt sehr gemütlich. Und riechst du den Duft? Überall riecht es nach Zimt, Punsch und gebrannten Mandeln. Ich bekomme sofort Hunger. Aber ich möchte zuerst ein bisschen schauen. Es ist mein erster Weihnachtsmarkt hier in der Stadt. Kein Problem. Wir gehen einfach langsam. Dort links sehe ich einen Plan vom Markt. Vielleicht können wir ihn kurz anschauen. Gute Idee. Dann wissen wir, wo die Stände sind. Ich möchte später unbedingt einen heißen Punsch trinken. Das machen wir auf jeden Fall. Aber zuerst lass uns ein Foto machen. Die Lichter im Hintergrund sehen richtig toll aus. Ja, das wird bestimmt ein schönes Erinnerungsfoto. Warte, ich stelle mich ein Stück zur Seite. Perfekt. Und jetzt lächle ein bisschen. So? Ja, super. Und jetzt lass uns losgehen. Ich freue mich schon auf die Stände und die warme Stimmung. Ich auch. Vielleicht kaufen wir später auch ein kleines Geschenk. Sehr gern. Dann gehen wir rechts entlang. Dort sehe ich schon die ersten Holzbuden. Schau mal, Anna. Hier am Eingang ist es wirklich sehr voll. Überall warten Menschen auf Freunde oder Familie. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass wir Maria und Jonas schnell finden. Wir sollten einen festen Treffpunkt ausmachen. Vielleicht ist der große Stern oben am Eingang gut. Man kann ihn von überall sehen. Der Stern ist sichtbar, aber hier ist es ziemlich laut. Man versteht fast nichts. Ja, du hast recht. Dann lass uns einen ruhigeren Platz suchen. Dort rechts, neben dem kleinen Holzzaun, stehen weniger Leute. Gute Idee. Da können wir auch besser telefonieren, falls wir uns verpassen. Ich rufe Maria kurz an. Mal sehen, wo sie sind. Ja, ruf sie an. Hallo Maria, wir sind jetzt am Eingang, rechts beim Holzzaun. Wo seid ihr? Und? Was hat sie gesagt? Sie sagt, sie stehen gerade vor dem Glühweinstand. Sie winken uns gleich zu, wenn wir näher kommen. Super. Dann lass uns langsam rübergehen. Es sieht so schön aus mit all den Lichtern. Ja, aber man kann sich wirklich leicht verlieren. Gut, dass wir jetzt einen klaren Treffpunkt haben. Beim nächsten Mal sollten wir das direkt am Anfang absprechen. Auf jeden Fall. Komm, Maria und Jonas warten bestimmt schon. Anna, schau mal. Hier ist der Glühweinstand. Der Duft ist wirklich stark. Ich bekomme sofort Lust auf etwas Warmes. Ja, Jonas, der Stand sieht auch sehr schön aus. Die roten Lichter und die Holzdeko machen richtig Stimmung. Lass uns etwas bestellen. Was möchtest du trinken? Ich glaube, ich nehme einen klassischen Glühwein, aber nicht zu süß. Hast du gesehen, ob sie auch Kinderpunsch haben? Ja, da vorne steht ein Schild. Da gibt es Glühwein, weißen Glühwein und Kinderpunsch. Gut, dann nehme ich Glühwein. Und du? Ich probiere vielleicht den weißen Glühwein. Ich habe den noch nie getrunken. Dann schauen wir mal, wie der schmeckt. Guten Abend. Was darf es sein? Einmal weißen Glühwein bitte. Und einmal klassischen Glühwein. Bitte nicht zu süß. Kommt sofort. Möchten Sie dazu vielleicht einen kleinen Keks? Wir schenken heute gratis welche aus. Das ist nett. Ja, gern. Ich nehme auch einen. Danke. Bitteschön. Vorsicht, die Becher sind heiß. Danke. Probier mal. Meiner ist sehr fruchtig. Mein Glühwein schmeckt auch gut. Genau richtig.
Dann lass uns ein Stück zur Seite gehen. Dort hinten ist ein kleiner Stehtisch. Gute Idee. Dann können wir in Ruhe trinken. Tom, ich glaube, wir sind jetzt beim Bratwurststand. Ich rieche schon den Grill. Das macht richtig Hunger. Ja, der Duft ist stark. Und schau dir die Auswahl an. Es gibt klassische Bratwurst, Käsekreiner und sogar eine vegetarische Variante. Oh, das klingt gut. Ich weiß aber nicht, welche ich nehmen soll. Du? Ich nehme die klassische Bratwurst. Die esse ich jedes Jahr hier. Sie ist richtig würzig. Ich probiere vielleicht die vegetarische. Ich habe die noch nie gesehen. Mach das, sieht gut aus. Guten Abend. Was darf's für euch sein? Für mich bitte eine klassische Bratwurst im Brötchen. Und für mich einmal die vegetarische Bratwurst. Auch im Brötchen bitte. Sehr gern. Möchtet ihr Senf oder Ketchup dazu? Ein bisschen Senf für mich. Ich nehme Ketchup bitte. Kommt sofort. Hier, Vorsicht, die Würste sind heiß. Danke, sieht super aus. Meine auch. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Lass uns dort hinten hinsetzen. Da ist eine kleine Bank frei. Gute Idee. Dann können wir in Ruhe essen. Probier mal. Die ist richtig gut. Ich bin überrascht. Meine schmeckt wie immer super. Perfekt. Das Essen macht den Weihnachtsmarkt noch schöner. Oh, Jonas, schau mal hier. Dieser kleine Handwerksstand sieht interessant aus. Sie haben viele Holzfiguren und Kerzenhalter. Ja, das sieht wirklich schön aus. Alles wirkt handgemacht. Vielleicht finde ich hier ein Geschenk für meine Schwester. Stimmt, sie mag doch solche kleinen Deko-Sachen, oder? Ja, besonders zur Weihnachtszeit. Ich weiß nur nicht, was ich wählen soll. Lass uns einfach in Ruhe schauen. Die kleine Schneemann-Figur ist süß. Die gefällt mir auch. Und schau, hier gibt es kleine Holzsterne. Die könnte man an den Baum hängen. Das ist eine gute Idee. Die Sterne sehen hochwertig aus. Guten Abend. Wenn Sie Fragen haben, helfe ich gern weiter. Alle Figuren sind handgeschnitzt und aus regionalem Holz. Oh, das ist gut zu wissen. Haben Sie vielleicht auch etwas, das man gut verschenken kann? Ja, sehr beliebt sind unsere kleinen Weihnachtsengel. Die passen gut auf Regale oder Fensterbretter. Jonas, der Engel dort sieht schön aus. Er hat ein freundliches Gesicht. Ja, der gefällt mir. Ich nehme den. Sehr gern. Soll ich ihn als Geschenk verpacken? Ja, bitte. Das wäre toll. Ich glaube, ich kaufe auch etwas. Diese kleinen Kerzenhalter sind genau mein Stil. Dann haben wir beide ein Geschenk gefunden. Und es macht Spaß, hier zu stöbern. Man merkt, dass alles mit Liebe gemacht ist. Mia, schau dir diesen Stand an. Er ist voller Kerzen und schöner Weihnachtsdeko. Oh wow, Tom, das sieht wirklich toll aus. Die Kerzen haben so viele Farben und Formen. Manche riechen sogar nach Vanille und Zimt. Ja, ich rieche es schon. Vielleicht finden wir hier etwas für das Wohnzimmer. Stimmt. Unsere Wohnung wirkt im Winter immer etwas dunkel. Eine schöne Kerze wäre perfekt. Guten Abend. Schauen Sie sich gern um. Alle Kerzen sind handgemacht und brennen besonders lange. Das klingt gut. Haben Sie auch Kerzen, die nicht so stark duften? Ja, hier vorne sind Duftkerzen und dort drüben sind neutrale Kerzen ohne Geruch. Oh, die dort mit dem kleinen Schneemotiv gefällt mir sehr. Sie sieht richtig winterlich aus. Ja, die ist schön. Und schau mal, hier gibt es kleine Figuren für die Fensterbank. Ein Schneehase, ein Stern und ein kleiner Weihnachtsmann. Der Schneehase ist ja süß. Vielleicht nehme ich den. Ich glaube, ich kaufe die Schneekerze. Sie passt gut in unser Wohnzimmer. Sehr gute Wahl. Soll ich die Kerze in Papier einpacken? Ja, bitte. Und ich nehme den Schneehase. Kommt sofort. Ich finde es schön, wie gemütlich dieser Stand wirkt. Ja, die Lichter und der Duft machen richtig Weihnachtsstimmung. Jonas, ich glaube, wir sind jetzt beim Süßigkeitenstand. Schau dir all die Sachen an. Gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Schokolade.
Wow, das sieht ja alles unglaublich gut aus. Ich könnte alles auf einmal essen. Ich liebe gebrannte Mandeln. Der Duft ist einfach perfekt. Ja, Zimt und Zucker, das gehört einfach zum Weihnachtsmarkt. Guten Abend. Möchten Sie etwas probieren? Wir haben heute frische Mandeln gemacht. Och, das wäre schön. Hier, bitte. Vorsicht, sie sind noch warm. Wow, die schmecken wirklich gut. Knusprig und süß. Ja, die sind perfekt. Ich nehme eine kleine Tüte, bitte. Gern. Und Sie? Ich glaube, ich nehme Lebkuchen. Haben Sie den auch in kleinen Portionen? Ja, hier sind gemischte Stücke. Mit Schokolade, Zitrone oder Honig. Dann nehme ich die Mischung. Jonas, möchtest du später vielleicht noch Schokolade kaufen? Ich sehe da hinten Tafeln mit Nüssen. Vielleicht später. Erstmal genieße ich meinen Lebkuchen. Ich freue mich jetzt schon auf meine Mandeln. Ich auch. Lass uns ein paar Schritte gehen. Vielleicht finden wir einen Platz zum Probieren. Gute Idee. Ich kann es kaum erwarten. Tom, schau mal. Dort vorne ist ein kleiner Eislaufplatz. Die Musik ist fröhlich und viele Kinder fahren schon. Oh ja, das sieht richtig schön aus. Ich bin schon lange nicht mehr Schlittschuh gefahren. Ich auch nicht. Aber es macht bestimmt Spaß. Willst du es probieren? Ich glaube schon. Hast du Lust mitzufahren? Ich bin etwas unsicher, aber vielleicht probiere ich es. Guten Abend. Möchten Sie Schlittschuhe ausleihen? Ja, bitte. Ein Paar in Größe 44. Für mich bitte Größe 38. Sehr gern. Hier sind die Schuhe. Bitte schnallen Sie sie gut fest. Der Boden ist etwas rutschig. Danke. Oh je, ich wackle ein bisschen. Keine Sorge. Ich halte deine Hand. Wir fahren langsam. Okay. Oh, das geht besser als gedacht. Siehst du? Du kannst das. Und es macht wirklich Spaß. Ja, die Musik, die Lichter. Alles fühlt sich richtig weihnachtlich an. Warte, lass mich mal allein fahren. Ich will es probieren. Na gut, ich bin hier. Ha, es klappt. Sehr gut. Gleich bist du schneller als ich. Das glaube ich eher nicht. Aber es ist ein tolles Gefühl. Lass uns noch ein paar Runden drehen, bevor wir weitergehen. Ja, unbedingt. Jonas, ich glaube, wir sollten uns jetzt mit mir und Tom treffen. Sie wollten doch beim großen Weihnachtsbaum warten. Ja, stimmt. Der Baum müsste gleich dort vorne sein. Ich sehe schon das helle Licht. Wow, der ist ja riesig. Und die goldenen Kugeln sehen wunderschön aus. Ja, der Baum ist jedes Jahr ein Highlight. Aber ich sehe Mia und Tom noch nicht. Vielleicht stehen sie auf der anderen Seite. Lass uns einmal herumgehen. Gute Idee. Hier sind viele Leute. Da kann man sie schnell übersehen. Ah, ich glaube, ich sehe Mia. Dort hinten, neben dem kleinen Engel aus Holz. Nein, das ist nicht Mia. Die Frau hat eine andere Jacke. Oh, stinkt. Ich rufe sie kurz an. Ja, das ist besser. Hallo Mia? Wo seid ihr genau? Ah, ihr steht links vom Baum. Wir kommen sofort. Dann lass uns links gehen. Da seid ihr ja. Wir haben euch schon gesucht. Wir standen die ganze Zeit hier. Wir waren auf der falschen Seite. Es war so voll, wir haben euch nicht gesehen. Aber jetzt sind wir alle zusammen. Wollen wir ein Foto vor dem Baum machen? Ja, das ist eine schöne Idee. Es sieht heute so festlich aus. Dann stellen wir uns in die Mitte. Perfekt. Lächeln. So, ich glaube, wir haben heute wirklich alles gesehen. Der Weihnachtsmarkt war dieses Jahr besonders schön. Ja, Tom. Die Lichter, die Musik, das Essen. Es war ein richtig gemütlicher Abend. Und ich bin froh, dass ich ein Geschenk für meine Schwester gefunden habe. Der Engel war genau das Richtige. Ja, und ich freue mich über meine Kerzenhalter. Die werden zu Hause so schön aussehen. Mir hat das Schlittschuhlaufen am besten gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so gut schaffe. Du warst wirklich mutig und es hat Spaß gemacht, gemeinsam zu fahren. Der Glühwein war auch lecker. Ich glaube, ich nehme nächstes Mal den weißen. So wie du, Tom. Und die Mandeln. Ich muss die gleich zu Hause probieren. Es ist jetzt aber ganz schön kalt. Wollen wir langsam Richtung Ausgang gehen? Ja, gute Idee. Der Weg dort vorne ist nicht so voll. Wollen wir nächstes Wochenende wiederkommen? Vielleicht gibt es dann ein neues Bühnenprogramm. Das wäre schön. Ich mag die Stimmung hier einfach. Dann machen wir das. Gut.
dann bis zum nächsten Weihnachtsmarktabenteuer. Ja, heute war wirklich ein schöner Abend. Und jetzt ab nach Hause. Eine warme Decke wartet schon auf mich. Bei mir auch. Los geht's.